Hallo und herzlich willkommen zu unserer Videoanleitung, um EduRoam auf dem iPhone einzurichten. Beginnen wir an dem Punkt, dass EduRoam bereits eingerichtet ist. Die alte Konfiguration müssen wir zuerst vom Gerät entfernen, damit alle Einstellungen sauber neu geschrieben werden können. Dafür gehen wir in die Einstellungen, auf WLAN, klicken auf Bearbeiten und löschen hier alle WLAN-Netzwerke, die wir nicht mehr benötigen. Unser EduRoam-Eintrag kann an dieser Stelle nicht gelöscht werden, da er über ein Profil installiert wurde. Wir sehen kein Minus und auch kein „Dieses Netzwerk ignorieren". Also gehen wir aus dieser Maske wieder heraus und in die allgemeinen Einstellungen. Unten auf der Seite finden wir die VPN- und Geräteverwaltung. Jetzt sehen wir auch das alte EduRoam-Profil. Wir klicken drauf und dann auf Profil entfernen. Dies müssen wir mit unserem Gerätecode bestätigen. Jetzt noch einmal bestätigen, dass das Profil entfernt werden soll. Außerdem brauchen wir jetzt auch die GetEduRoam-App nicht mehr und löschen diese daher ebenfalls. Bestätigen und noch einmal. Damit wir jetzt eine funktionierende Internetverbindung haben, gehen wir in das offene WLAN, wenn wir auf dem Campus sind. Alternativ kann an dieser Stelle auch ein Heim-WLAN genutzt werden oder die mobilen Daten. Im Portal bestätigen wir die Bedingungen und schließen den Dialog rechts oben mit dem Häkchen. Jetzt öffnen wir unseren Browser und geben ein uni-stuttgart.de/eduroam. Weiter. Und wir melden uns an mit unserem Nutzernamen und Passwort. Im EduRoam-Portal sehen wir jetzt, dass wir noch kein Zertifikat haben. Also brauchen wir ein neues und klicken dafür auf den linken Knopf. Wir geben dem Zertifikat eine Bezeichnung, zum Beispiel den Gerätenamen oder Gerätetypen, und bestätigen die Maske. Unser Zertifikat wurde jetzt vom System ausgestellt und muss heruntergeladen und installiert werden. Für iOS gehen wir daher nach unten und wählen iOS. Hier klicken wir den Download-Knopf an, um das Profil zu laden. Wir lassen den Download des Profils zu und schließen den Dialog, der uns in die Einstellungen schickt. In den Einstellungen entfernen wir das offene WLAN, wenn wir schon so praktischerweise hier sind, da wir dies nicht mehr benötigen. Hierzu klicken wir auf das kleine i an der rechten Seite und auf „Dieses Netzwerk ignorieren". Wir bestätigen und schauen noch einmal zur Sicherheit nach: keine gespeicherten Netzwerke mehr. Prima. Also wieder zurück in die Grundansicht der Einstellungen. Dort sehen wir ganz oben das neue, geladene Profil. Wir wählen den Eintrag und bestätigen die Installation. Wieder müssen wir mit unserem Gerätecode bestätigen. Rechts oben schließen wir wieder den Dialog. Sofern das Gerät in Reichweite eines EduRoam-Netzes ist, verbindet es sich jetzt automatisch. Das geladene Profil gilt ab jetzt ein Jahr und das System erinnert einen automatisch daran, dieses rechtzeitig zu erneuern. Viel Spaß mit EduRoam!